Power Baby! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder zurück in Nottwil auf der Bahn. Heute nicht wegen einem Wettkampf, sondern heute wegen einem Training. Ich befinde mich in der Vorbereitung für meinen ersten Europacup, wo ich auf die Startliste gekommen bin. Und ja, heute laufen wir 5x1000 auf Zielpace 3 Minuten 10. Schauen wir mal, wie das sich so anfühlt und wie das so geht heute. Es wäre schon eine weitere Steigerung. Ich bin noch nie mehr als 800 Meter Intervalls gelaufen. Die letzte, die ich gelaufen bin, waren 6x800 auf 3 Minuten 05 Pace. Jetzt 5x1000 auf 3 Minuten 10 Pace. Schauen wir mal, wie das geht. Das Wetter ist eigentlich sehr gut. Oder Kevin, würdest du auch sagen? Ja, ich würde auch sagen, es ist ein bisschen warm, aber sonst ist es okay. Ja, nein, ist perfekt. Und jetzt gehe ich einlaufen, 20 Minuten. Nachher kann man die 5x1000. Mache ich auf Abgang 6 Minuten 10, also 3 Minuten Pause, wirklich genug Pause. Und dann schon auslaufen. Aber jetzt, wie gesagt, gehen wir einlaufen. Gehen wir auf dem Asphalt, ist gut. So, Dario, was hast du jetzt genau gemacht zum Einwärmen? Also jetzt bin ich einfach 12 Minuten joggt, easy joggt. Jetzt kommen wir Laufarbeitsübungen, so Skipping und so. Ja. Ein paar Steigerungsläufe und dann fängt es an. So, also ich fange jetzt an mit meinen 5x1000, Zielpace genau 3 Minuten 10. Mal schauen, wie sich das so anfühlt. Wenn es 3:08 ist, ist okay, wenn es 3:12 ist, ist okay. Es sollte nicht komplett all out sein, es sollte recht kontrolliert sein, aber es wird definitiv sehr hart. Und jetzt schauen wir mal, wie das geht. Let's go! I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. 13. Ein bisschen langsam angefangen. Ein bisschen steigern. Aber ist okay. Jetzt leicht schneller anfangen. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me. Heute war ebenfalls 13, also tipptopp. Ein bisschen gleichmäßiger. Jetzt so weiter. So, der dritte war 3:11. Auch noch gut. Wieder 3:11. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement.
letzte noch 13. 13, stark, Dario. Souverän. Es war nicht voll, aber schon ziemlich hart. Aber alle waren etwa gleich hart, muss ich ehrlich sagen. Ausser der erste war ein bisschen locker, halt vom Anfang her. Aber nachher waren alle gleich hart. Also ich laufe jetzt insgesamt 20 Minuten aus, Ja. 10 Minuten auf dem Asphalt, 10 Minuten auf dem Gras. Und dann bin ich fertig. Und wieso denn genau der Unterschied zwischen Gras und Asphalt? Ist Wieso einfach denn gut das für den genau? Fuß, für die ganze Belastung, weil es ist schon immer mega hart, mega viele Schläge, oder? Und also ich muss sagen, es fühlt sich auch richtig gut an, auf dem Gras auslaufen. Es ist einfach auch gut für den Fuß, dass es mal eine andere Topografie ist. Wie immer entweder Bahn oder Asphalt, dass es mal ein bisschen weicher ist. Und ja, Noch gibt es noch ein Eisbad daheim. morgen. Heute ist Samstag, morgen ist Sonntag. Daheim kann ich nicht mehr baden, weil es ist jetzt 20, 25 Grad und unser Eistab ist auch etwa 20 Grad. Von dem her, ich muss in den Bach. Das ist etwa so 15 Grad, aber es ist fließendes Gewässer, von dem her ist easy. Und bist du zufrieden mit den vorherigen Leistungen? Ja, ich bin tipptopp zufrieden. Sehr schön konstant. Alle gleichmäßig, also nicht irgendwie extrem schnell an oder extrem langsam an. Alle wirklich, aus der ersten ein bisschen zu langsam, aber sonst wirklich alles sehr konstant. Technisch super meiner Meinung nach. Und ja, bin zufrieden. So Dario, Ja, Kevin. was ist jetzt heute so speziell am heutigen Training? Ja, es war ein Race-Pace-Training, also rennspezifisch. 5x1000, insgesamt 5 Kilometer. Und das werde ich auch am ersten Europacup in Polen laufen. Also die Schlussdistanz im Laufen sind 5 Kilometer, das ist Sprintdistanz. Und so kann man echt das. So, jetzt kommt das Highlight vom Training. Auf dem Gras auslaufen. Das ist echt so angenehm nach dem harten Boden hier. Wirklich richtig nice. Nimmst du jetzt meine geilen Füße? Weißt du, so tue ich immer so gerne vom Gras auslaufen, Kevin. Nein, Es wieso? erinnert mich immer so an die früheren Zeiten in der Badi. Weißt du, was ich meine? Aha, So, weißt ja. du, barfuß Fußball spielen in der Badi mit Kollegen, deswegen mache ich es immer so gerne. Es erinnert mich immer an das. Ja. Schon wirklich so. So, liebe Leute, das Training ist vorbei. Wie gesagt, das war jetzt ein sehr essentielles Training, um mich vorzubereiten für meinen ersten Europacup. Ich bin auf die Startliste gekommen für meinen ersten Europacup aufgrund von meiner guten Schwimmleistungen und meinem aktuellen Trainingsstand. Und dass ich meine ersten Erfahrungen machen kann auf diesem Level. Das ist ein weiterer Schritt. Letztes Jahr war ich ja Balkanmeisterschaften und Mittelmeermeisterschaften. Das ist eine tiefere Kategorie von Wettkämpfen. Und jetzt gehe ich auf eine höhere Stufe, eben Europacup, Continental Cup nennt man das. Und ja, mal schauen, was dort rauskommt. Heute in 3 Wochen, am 24. Mai, dann, wenn das Video rauskommt, wird dort starten. In dem Sinne, liebe Leute, wenn ihr Fragen habt zu irgendetwas, schreibt sie in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und in dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Und wie immer, daran denken, schön sexy bleiben. Tschüss zusammen.